Die Corporate Sustainability Reporting Directive ist eine EU-Richtlinie, die Unternehmen verpflichtet, detaillierte Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Sie löst die bisherige Non-Financial Reporting Directive ab und erweitert die Berichterstattungspflichten. Ziel ist es, die Transparenz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte zu verbessern. Die CSRD wurde eingeführt, um den steigenden Anforderungen an Transparenz und Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Immer mehr Investoren, Regulierungsbehörden und die Öffentlichkeit wollen wissen, welche ökologischen und sozialen Auswirkungen Unternehmen haben. Durch die CSRD werden diese Informationen standardisiert, was die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen verbessert. Die CSRD spielt also eine Schlüsselrolle in der Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft. Das Ziel ist, dass Unternehmen ihre Geschäftsmodelle langfristig an eine ressourcenschonende, sozial verantwortliche und klimafreundliche Wirtschaft anpassen. Unternehmen müssen zeigen, wie sie diesen Wandel unterstützen und welche Maßnahmen sie ergreifen, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und soziale Verantwortung zu übernehmen. Die CSRD erweitert den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen deutlich. Ab 2025 müssen alle großen Unternehmen in der EU berichten, die 2 von 3 der folgenden Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 50 Millionen Euro Umsatz oder mehr als 25 Millionen Euro Bilanzsumme. Auch Kreditinstitute und Versicherungen müssen berichten. Kapitalmarktorientierte, kleine und mittlere Unternehmen, die Finanzinstrumente wie Aktien oder Anleihen emittiert haben, werden ab 2026 berichtspflichtig. Unternehmen außerhalb der EU, die aber in der EU mehr als 150 Millionen Euro Umsatz erzielen und eine Tochtergesellschaft oder eine Niederlassung der EU haben, müssen ebenfalls ab 2028 berichten. Die European Sustainability Reporting Standards sind detaillierte Vorgaben, die im Rahmen der CSRD erfüllt werden müssen. Sie legen fest, welche ESG-Daten offengelegt und wie diese erfasst und präsentiert werden sollen. Die ESRS behandeln zentrale Themen wie Klimaschutz, Ressourcennutzung, soziale Verantwortung und Unternehmensführung. Ein zentrales Konzept ist die Wesentlichkeit. Unternehmen müssen in einer Wesentlichkeitsanalyse die wichtigsten Themen für sich und ihre Stakeholder identifizieren. Diese Analyse bestimmt, welche ESRS-Standards im Bericht abgedeckt werden müssen. Die CSRD stellt deutlich höhere Anforderungen an den Nachhaltigkeitsbericht im Vergleich zu früheren Regelungen. Unternehmen müssen nicht nur ihre Nachhaltigkeitsstrategien offenlegen, sondern auch detailliert darlegen, wie sie ESG-Risiken und Chancen bewerten und steuern. Dazu gehört die Beschreibung konkreter Maßnahmen, mit denen negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft minimiert und nachhaltige Entwicklungen gefördert werden. Ein zentraler Bestandteil ist die Wesentlichkeitsanalyse. Diese Analyse bestimmt, welche ESG-Themen sowohl für das Unternehmen als auch für seine Stakeholder von besonderer Bedeutung sind. Nur die als wesentlich identifizierten Themen müssen im Bericht behandelt werden. Der Bericht muss sowohl qualitative Informationen wie strategische Ziele und Maßnahmen als auch quantitative Kennzahlen wie CO2-Emissionen oder Ressourceneinsatz enthalten, um eine ganzheitliche Darstellung der Unternehmensaktivitäten zu gewährleisten. Ein zentrales Merkmal der CSRD ist die enge Verzahnung von finanziellen und nicht finanziellen Informationen im Jahresabschluss. Der Nachhaltigkeitsbericht muss mit dem finanziellen Teil abgestimmt sein, um eine kohärente Darstellung der Unternehmensleistung zu gewährleisten. ESG-Daten wie Umweltkennzahlen, soziale Indikatoren und Governance-Aspekte müssen klar mit den Finanzdaten verknüpft werden. Besonders wichtig ist dies bei der Darstellung von Risiken und Chancen, die sich aus Nachhaltigkeitsthemen wie Klimarisiken oder sozialen Herausforderungen ergeben. Der Abschlussbericht unterliegt einer materiellen Abschlussprüfung, ähnlich wie der finanzielle Teil. Abschlussprüfer überprüfen die Korrektheit, Konsistenz und Vollständigkeit der ESG-Daten. Diese Prüfung stellt sicher, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung genauso verlässlich ist wie die finanziellen Angaben. Der Nachhaltigkeitsbericht richtet sich an verschiedene Stakeholder.
Investoren nutzen ihn, um zu bewerten, wie gut ein Unternehmen in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert und Risiken langfristig minimiert. Aufsichtsbehörden überwachen die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, während Mitarbeiter und Bewerber zunehmend auf die soziale und ökologische Verantwortung von Arbeitgebern achten. Auch Kunden und NGOs interessieren sich immer mehr für die ESG-Performance von Unternehmen. Für all diese Gruppen spielt der Nachhaltigkeitsbericht eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Stabilität und Integrität eines Unternehmens. Die Schufa ESG Solution unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung der komplexen Anforderungen der CSRD und ESRS, indem sie maßgeschneiderte Berichtstemplates auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse erstellt. Sie führt sie anschließend Schritt für Schritt durch alle wesentlichen Berichtspflichten nach den ESRS. Eine integrierte Gap-Analyse hilft Ihnen, Lücken in Ihrer Berichterstattung frühzeitig zu erkennen und gezielt Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu schließen. Mit der zentralen Dateiverwaltung können alle ESG-Daten des Unternehmens an einem Ort gesammelt und verwaltet werden. Das erleichtert die Organisation und den Zugang zu relevanten Daten und macht den Berichterstellungsprozess effizienter. Ein weiteres Highlight ist die ESG Data Library. Hier können vorhandene Daten zu Umwelt, Soziales und Governance über Templates hochgeladen und automatisch den passenden ESRS-Datenpunkten zugeordnet werden. Die KI-gestützte Technologie Artemis bietet intelligente Unterstützung bei der Berichterstellung. Artemis beantwortet Verständnisfragen, erstellt Analysen auf Basis von über 3000 Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsberichten und verarbeitet hochgeladene Dateien. Sie generiert vorbereitete Antworten und kann Texte effizient kürzen oder umformulieren. Ein weiteres wichtiges Feature der Schufa ESG Solution ist das Workflow Board, das die bereichsübergreifende Zusammenarbeit in Unternehmen vereinfacht. Aufgaben können verteilt, Dokumente zentral verwaltet und der Fortschritt in Echtzeit überwacht werden. So wird die Berichterstellung reibungslos koordiniert und alle relevanten Stakeholder werden ganz klar eingebunden.